Ja, hallo und guten Abend, ihr Lieben. Willkommen zur zweiten Runde unseres großen Fan-Interviews. Einmal kurz checken, ob alle da sind. Hallo Kata, Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. hallo Manu, Hallo ihr Lieben, hallo Band. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. hallo Karl. Hallo, da sind wir wieder, da bin ich wieder, Karl von Mono Inc. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Video. Okay, alle da, dann können wir ja anfangen. Ihr habt uns viele interessante Fragen geschickt. Wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. Falls wir nicht durchkommen, dann machen wir einfach nochmal eine dritte Runde. Die erste Frage kommt von Stefan Erbe und er fragt, was habt ihr gelernt, beziehungsweise habt ihr eine Lehre, Studium etc. gemacht? Ja, denn Katha, fang mal an. Ja, tatsächlich habe ich 2006 mein Abitur gemacht und war dann so ein bisschen, ja, wollte eigentlich Medizin studieren oder auch Lehramt, war mir aber nicht so richtig sicher und alles war nicht so richtig geil und hatte dann das Glück, dass meine Mutter zu mir sagte, ey du hast doch total Bock auf Musik. Versuch doch erstmal, wie weit du mit der Musik kommen kannst. Sehr untypisch für die meisten Mütter, aber irgendwie hatte meine Mutter da irgendwie Lust zu, dass ich das mal ausprobiere. Und ja, ich selber war ein total sicherheitsdenkender Mensch und habe gedacht, oh nee, irgendwie, wer weiß. Und das ist ja kein Job, bei dem du abgesichert bist. Ja, und sie meinte einfach, probier's doch aus. Du kannst doch immer noch alles andere machen. Du hast doch alle Möglichkeiten. Guck doch erstmal, wie weit du kommst. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und ihren Rat beherzigt. Und ja, habe mich dadurch irgendwie auch ändern dürfen. Bin jetzt gar nicht mehr so ein sicherheitsdenkender Mensch, bin irgendwie sehr viel freier geworden und genieße das total, dass ich diesen großartigen Job machen darf. Ja, habe dann damals eine Ausbildung angefangen oder gemacht sogar zu einem Live- und Studiomusiker. Allerdings muss ich sagen, dass die beste Lehre, die ich gemacht habe, war tatsächlich Mono Inc., wo ich dann mit 19 auch schon gelandet bin und dann wirklich viel lernen durfte, musste und konnte, was das Musikgeschäft angeht, was mich als Trommler angeht. Und das war echt die beste Erfahrung, die ich machen konnte. Also nochmal danke Mama, danke Band. Ja, Stefan, interessante Frage. Kommt nicht ganz so oft vor. Tatsächlich habe ich auch was Anständiges gelernt. Meine Eltern wollten nicht, dass ich Musiker werde. Die haben gesagt, Junge, mach was Anständiges, worauf du dich verlassen kannst. Was immer gebraucht wird. Und Handwerk ist total super. Hatte ich gar keinen Bock drauf. Aber ich habe damals noch zu Hause gewohnt und meine Eltern haben gesagt, wenn du hier wohnen willst, dann mach erst was Anständiges, dann kannst du tun, was immer du willst. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du dich verpissen. Ja, und dann habe ich das also getan, habe ein Handwerk gelernt, Elektroinstallateur. Ich war nie besonders gut, also in den technischen Dingen schon in der Theorie, aber ich habe 2 linke Hände und das Handwerk war nichts für mich, konnte ich mich nie so wirklich mit identifizieren. Ich habe auch nicht einen einzigen Tag nach der Ausbildung, ich habe die super gut bestanden, habe nicht einen Tag danach mehr gearbeitet in diesem Bereich. Habe tatsächlich dann noch ein bisschen weitergemacht, bin in die IT gegangen, IT-Systemadministration, das ist dann schon mehr mein Ding gewesen. Ja, und so ist es halt, ne? Nach dem Grundschulabschluss bin ich dann Bassist geworden. Stefan, ich mach's kurz. An alle anderen auch natürlich. Ich mach's kurz, weil wir sonst die Sendezeit sprengen würden, in meinem persönlichen Fall. Und ich brauche ja auch noch ein bisschen Stoff für mein Buch, was ich irgendwann wahrscheinlich bei der nächsten Corona-Krise dann schreiben werde. Also studiert, nichts zu Ende studiert, bisschen Maschinenbau, 4 Semester, dann sehr viel Musikgeschäft gemacht und dann BWL parallel noch im Abendstudium, aber irgendwann auch immer der Musik den Vorzug gegeben. Das heißt also nichts zu Ende studiert, nichts zu Ende gelernt. Bisschen Abitur irgendwann mal, so 87 Abitur gemacht, aber nichts Fertiges letztendlich. Also bei mir ist es so, ich habe tatsächlich nie irgendwas anderes gemacht als Musik. Das war schon einfach meine ganze Kindheit so. Ich habe mit 3,5 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen, weil mein Vater selber semi-professioneller Schlagzeuger war. Und da stand halt ein Schlagzeug zu Hause und mit 3,5 ging das schon los bei mir. Und als ich so 10, 11 war, habe ich die Heimorgel bei meiner Oma entdeckt und darauf rumgeklimpert. Meine ersten Akkordfolgen gedrückt und so. Und dann war
eigentlich für mich immer klar, dass ich Musiker werden will. Und ich habe dann kurz vorm Abi tatsächlich die Schule geschmissen, weil ich das Angebot bekam, auf eine Tour zu gehen und im Nachhinein alles richtig gemacht. Es waren irgendwie echt schwere Jahre, harte Jahre, weil man eben als Künstler schwierig davon leben kann. Ich habe nebenbei alles gemacht, von Pizza, Ausfahren, Tankwart, Gastronomie und so, die ganzen Nebenjobs, einmal Palette rauf und runter, Rasenmähen beim Nachbarn, Häuser renovieren, eigentlich alles. Aber gelernt habe ich nur Musik. Ich habe dann als 14-Jähriger mit einem Stipendium oder 13-Jähriger habe ich ein Stipendium von der Stadt Hamburg gekriegt und Musik studiert. Und also kann ich wenigstens sagen, das habe ich gelernt. Nächste Frage kommt from Rosario from Official Mono Inc. Fan Club Peru. Die Frage ist, would you like to come to South America? How was the song Children of the Dark born? Also die Frage ist, klar, würdet ihr gerne nach Südamerika kommen und wie wurde der Song Children of the Dark geboren? Frage 1, natürlich würden wir gerne nach Südamerika kommen. Wenn es Nachfrage gibt, kommen wir eigentlich überall hin. Und Frage 2 war, wie wurde Children of the Dark geboren? Recht einfach, wir haben den Song im Studio produziert, aufgenommen und ich habe den mit Kata eigentlich allein gesungen. Und als wir uns dann den ersten Mix anhörten, wurde ich nachdenklich und habe gedacht, ich singe da die ganze Zeit We are the Children of the Dark. Und ich singe das alleine. Das hat für mich irgendwie wenig Sinn gemacht. Also habe ich überlegt, wen ich fragen könnte, wen ich gerne auf unserer Platte hätte und wem ich so viel Respekt und Vertrauen entgegenbringe, dass ich sage, irgendwie komm, ich schicke dir mal unser Demo, hast du Bock mitzumachen? Und da fielen mir 3 Leute ein, Joachim Witt, Thilo Wolf, Chris Harms, und innerhalb von einer Stunde hatte ich von allen 3 die Nachricht, mega Song, wir sind gerne dabei. That's it. Die dritte Frage kommt from Carsten Baumgart. Und Carsten Baumgart fragt, welcher Tätigkeit würdet ihr nachgehen, falls die Band einmal nicht mehr sein sollte? Wer fängt an? Kata wieder? Bitteschön. Ja, eine Tätigkeit, wenn es die Band nicht mehr gäbe, ist sehr schwierig, da es die letzten 10 Jahre eigentlich nichts anderes gab als diese Band und meine Familie. Das waren so meine 2 Hauptsäulen meines Lebens und dementsprechend gab es jetzt gar nicht so die Möglichkeiten zu sagen, boah, ich probiere mich jetzt mal in allen möglichen anderen Sachen aus. Ich glaube, ich bräuchte dann echt so 1-2 Jahre Reset-Zeit, um zu gucken, was ich genau eigentlich dann mit meinem Leben anfangen möchte. Es gibt sicherlich ganz viele Sachen und es gibt auch ganz viele Sachen, die mich total reizen. Ich habe auch ein paar Sachen auf dem Zettel, die ich in den nächsten Jahren machen möchte. Könnte jetzt aber nicht so definitiv sagen, das wird es auf jeden Fall, sondern da brauche ich echt noch ein bisschen Orientierungszeit. Aber im Moment gerade möchte ich darüber auch gar nicht nachdenken, denn so wie es ist es gerade toll. Wir haben die tollste Zeit, wir haben ein unfassbares Glück mit dieser Band, jetzt gerade so viel erleben zu dürfen. Also fand ich es blöd nachzudenken für mich, was wäre, wenn nicht? Was wäre, wenn es die Band nicht gäbe? Möchte ich nicht drüber nachdenken, weil es alles geil ist gerade. Was wir machen würden, wenn es die Band nicht mehr geben würde? Die Antwort ist nein. Nächste Frage bitte. Nein, ernsthaft. Also aktuell ist es ja so, dass wir gar nicht spielen können. Wir wurden ja zwangsweise der Grundlage entzogen, was eine Band ausmacht. Wir dürfen ja nicht spielen. Quasi kann man dann jetzt schon sich die Frage stellen, was macht man jetzt eigentlich? Ein bisschen rumprivatieren oder vielleicht Golf spielen. Ich habe gehört, Tiger Woods sucht noch einen Gegner. Sinnvolle Dinge machen, Bootsführerschein oder so. Ja, schwierige Sache. Tatsächlich widme ich mich so ein bisschen dem kreativen Bereich, den man so im Background machen kann. Ich bastel ein bisschen an Videomaterial rum, das mag ich ganz gerne.
musiziere, spaziere. Ja. Wenn das natürlich sehr lange so weitergeht, dann stünde wirklich mal im Raum, was man dann wieder machen würde. Aber die Frage, wie gesagt, stellt sich gar nicht, meiner Meinung nach. Also falls die Band einmal nicht mehr sein sollte, könnte ich... Oh je. Also tatsächlich habe ich ja vor der Band schon als Songschreiber gearbeitet und Produzent auch für andere Künstler. Habe ja auch nebenbei noch solche Sachen gemacht wie Neumond, das Album von Joachim Witt. Aber habe mich ja dann irgendwann darauf konzentriert, Mono Inc. zu machen, weil ich wollte einfach nur noch mein eigenes Ding machen. Sollte ich das irgendwann nicht mehr können, hoffe ich, dass ich A, entweder genug Geld habe, um mir darum keine Sorgen zu machen, oder aber B, ich werde nie aufhören, Songs zu schreiben. Und es gibt immer wieder Nachfrage für gute Songs. Jeder Künstler sucht einen Hit. Das heißt, wenn ich mich dann darauf konzentrieren würde, wieder nur Songs zu schreiben, würde ich wahrscheinlich auch auf anderen Alben von anderen Künstlern irgendwelche Songs platzieren können. Viele meiner Freunde sagen, ich wäre ein sehr guter Koch. Ich koche wirklich leidenschaftlich gerne, am liebsten Thai-Food oder Italienisch und Indisch. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich für andere kochen müsste, also müssen, wenn ich für Freunde koche, mache ich das gerne und mache ich das mit Liebe und Ausliebe. Aber wenn ich für einen Kunden kochen müsste, der dann auch noch sagen würde, das ist versalzen oder irgendwie so und ich würde das anders empfinden, das würde nicht gut gehen. Also am besten Mono Inc. läuft ewig weiter. Ja, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen ist es relativ schwierig darauf zu antworten. Ich mutmaße, ich würde irgendetwas machen, was mit dem Leben, was wir aktuell haben, also mit dem Leben einer Rockband, was damit nicht vergleichbar ist, weil ich glaube, dass alles dagegen nur verlieren könnte. Ich würde wahrscheinlich dann auswandern, ein Kanuverleih in den Alpen, ich habe keine Ahnung, also wirklich, die Frage hat sich mir noch nie gestellt, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, weil man ja nie darauf vorbereitet ist, was alles passieren kann und auf der anderen Seite sollte man auch nicht zu viel planen und viel den Moment genießen. Aber gut, ich schweife ab. Ich habe keine Ahnung, aber ich mache mir mal darüber Gedanken und vielleicht, lieber Carsten, haben wir irgendwann mal die Gelegenheit, darüber zu plaudern. Die nächste Frage kommt von Frank Salm und die Frage geht an Kata. Die Frage ist, wie kam es, dass du dein Herz an Thailand verloren hast? Es gibt viele herrliche Domizile, aber was macht Thailand für dich so einzigartig? Mein Herz habe ich wirklich tatsächlich an Thailand verloren. Meine Familie und ich, wir haben schon gemeinsam sehr viele Urlaubsziele und Reiseziele und auch Ziele, in die man seinen Lebensmittelpunkt verlegen könnte, ausprobiert. Aber nichts davon hat uns so gefallen wie Thailand. Also Thailand fühlt sich echt an wie unser zweites Zuhause. Und das ist so eine Kombination aus allem. Es sind die unfassbar liebevollen, freundlichen Menschen, die einfach den ganzen Tag ein Lächeln bereithalten. So, das ist einfach schön, wenn du irgendwo reinkommst und sofort angelächelt wirst und nicht immer gleich miesepetrig mit runtergezogenen Mundwinkeln angemuffelt wirst. Und dazu kommt natürlich, dass wir unfassbare Fans von Thai-Food sind. Es gibt für uns nichts Geileres, als in ein Thai-Restaurant zu fahren, dort irgendwie total gechillt, ohne sich aufzustylen, ganz entspannt zu essen. Es ist egal, ob das Kind rumschreit. Es ist einfach alles sehr, sehr pießig. Moped fahren ist für mich das größte Freiheitsgefühl der Welt. Auf dem Moped die Strandstraße entlang zu fahren, das ist einfach echt, ja, das ist für mich echt das Befreiendste, was es gibt. Und ja, ich glaube, was ganz wichtig dabei ist die Mentalität. Die Mentalität der Thais in ihrem Mai Pen Rai, also ist doch egal, ist sehr, sehr angenehm im Vergleich zu dieser westlichen Welt, in der wir leben, wo immer alles auf Druck und alles nach Zeitplan und alles unentspannt und schnell, schnell und dann noch das nächste und du musst mehr schaffen und das ist da alles nicht. Thais sind so, ach, ich bin müde während der Arbeit, ich lege mich mal ins Gras und schlafe eine Runde. Und das ist doch eigentlich genau das, was man machen muss. Das macht das Leben doch lebenswert und schön und entspannt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Thailand viele Menschen mit Burnout gibt. Und das finde ich großartig. Ja, Thailand ist für mich echt eine Erholungskur jedes Mal. Deswegen, ja, für mich gibt es echt keinen schöneren Ort auf der Welt.
Die nächste Frage kommt von Ashley Y. Und Ashley Y fragt, any tips for beginning bands? Also habt ihr irgendwie einen Tipp für Anfängerbands? Ja, und zwar authentisch bleiben. Bloß nicht versuchen, auf irgendeinen Zug aufzuspringen. Das funktioniert nie. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn man lang genug in dieselbe Kerbe haut, gibt es, und das mit Passion tut und mit Liebe und Zuneigung und Hartnäckigkeit, es gibt für jede Art von Musik irgendjemanden da draußen, der es mag. Also man sollte sich nicht beirren lassen, man muss unbedingt sein Ego zurückfahren, weil eine Band zusammenzuhalten bedeutet, dass sich niemand aufführen kann wie die Axt im Walde, sondern man muss zurücktreten können und man muss zuhören können, aber vor allem man muss sich selber treu bleiben können und niemals auf Tipps von außen achten, von Produzenten, Plattenfirmen oder was, die sagen, mach mal so und mach mal so. Wenn wir das gemacht hätten mit Mono Inc., was die Plattenfirmen uns geraten haben, wären wir am Arsch. Gäbe es uns gar nicht. Also, sich selber treu bleiben, das ist der wichtigste Tipp. Die nächste Frage kommt von Anja Asira. Sie fragt, wir finden euch absolut super und vor allem Katha sieht so goldisch aus. Wo kaufst du deine tollen Klamotten? Na Katha, dann sag mal. Meine Klamotten lasse ich mir tatsächlich mittlerweile schneidern. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es angenehmer ist, eine Corsage, die einen auf den Leib geschneidert ist, anzuziehen, weil es wirklich dann an keiner Stelle zwickt, drückt und unangenehm ist. Und das ist, wenn man hinterm Schlagzeug sitzt, tatsächlich schon echt angenehmer. Und da habe ich zwei wundervolle Damen, die das in den letzten Jahren für mich gemacht haben. Einmal Elena von Revanche de la Femme. Die Dame sitzt in Berlin und hat auch einen ganz großartigen Laden da, wo man sich die Sachen anschauen kann, wenn man möchte. Kann ich nur empfehlen, mal vorbeizugehen. Und die andere Dame ist Alicia von Vide Noir. Und die Frau sitzt allerdings in Italien. Es ist etwas schwieriger, da mal vorbeizuschauen. Ich durfte sie aber trotzdem auf dem Mira Luna letztes Jahr persönlich kennenlernen. Eine ganz, ganz süße Dame mit wirklich ganz tollen Klamotten, die sie schneidert. Die hat zum Beispiel das Outfit zum Book of Fire Videodreh und für das ganze Book of Fire Album gemacht. Ja, toll, sitzt super angenehm, es fühlt sich schön an. Ich kann das wirklich nur empfehlen, Leute, bevor ihr euch 3 beschissene sitzende Corsagen kauft, kauft euch einmal eine richtig gute. Es ist wie ein T-Shirt anziehen. Echt viel besser. Voll geil. Die nächste Frage kommt von Sven Schöne und Sven Schöne fragt, wie wäre es mit einem Best-of-Album, wo ihr einige Lieder, die ihr in Deutsch gesungen habt, in Englisch und umgedreht produzieren würdet? Komplizierte Frage. Ich glaube, das ist was für unseren Dr. Manuel Antoni. Bitte. Ein Best-of-Album, wo wir Songs, die wir in Deutsch gemacht haben, auf Englisch machen und englische Songs auf Deutsch? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht warum, weil die Songs und der Inhalt bleiben ja dasselbe, also man könnte sie sich übersetzen. Ich weiß nicht, wo da der Mehrwert liegen würde. Außerdem war dieser Ausflug ins Deutsche eine interessante Idee und die hat auch ein bisschen Spaß gemacht damals, aber Mono Inc. ist eindeutig international orientiert und wir wollen Englisch machen. Darauf haben wir uns jetzt verständigt. Keine Ahnung, was in 50 Jahren ist. Gut, da leben wir nicht mehr, aber nein. Also ein Album mit umgedrehten Texten oder wie du es gesagt hast, sehe ich eigentlich nicht. Also ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht. Also von meiner Seite aus nicht, nein. Martina Knapp und Lars Rode haben gefragt, ob wir noch unveröffentlichtes Material in unserer Schatzkiste haben. Nun wird mir die Ehre zuteil, das zu beantworten. Eigentlich hätte ich die Frage weitergeben müssen an den lieben Martin, unseren Produzenten und Hauptsongschreiber. Aber ich weiß natürlich, dass wir ein paar Sachen liegen haben, wollen es jetzt aber auch nicht überstürzen. Also wir sind noch immer total stolz auf das letzte Album und auch wenn uns das nicht so vorkommt, wie es allen anderen auch nicht vorkommt, es ist ja erst im Januar erschienen, also es ist vielleicht gerade erst mal 3 Monate alt.
und wir sind noch komplett gefangen in dieser Welt, sind auch noch komplett gefangen von den Eindrücken und fühlen uns aktuell nicht danach, auf die Suche zu gehen, Demos durchzuforsten oder Vorproduktionen. Diese verschiedenen Stati gibt es, aber das ist im Moment nicht im Vordergrund. Also darüber hinaus haben wir schon so viele Sachen veröffentlicht, die vielleicht einige noch gar nicht kennen. Also ich mutmaße auch Martina und Lars, ich schätze, dass ihr nicht jede Sonderedition oder nicht jede EP kennt, wo vielleicht noch die eine oder andere Perle versteckt sein dürfte. Also die Antwort ist kurz: Aktuell ist nichts geplant. So, Mike und Monika schreiben oder fragen: Deutschlands Nummer 1 zum ersten Mal in der Bandgeschichte. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nochmals. Ihr habt es euch total verdient. Danke. Mich würde mal interessieren, was sich dadurch speziell für euch geändert hat. Bekommt ihr mehr Geld? Erkennt euch jetzt jeder auf der Straße? Habt ihr goldene Wasserhähne jetzt? Oder was hat sich dadurch geändert? Nicht so viel, aber vielleicht fällt Katja ja irgendwas dazu ein. Da muss ich kurz nachdenken, wie ich die Frage beantworte, sodass es nicht undankbar klingt. Das sind wir nämlich nicht. Wir sind unfassbar dankbar. Ich bin so stolz, dass ich einmal in meinem Leben diese Nummer 1 erleben durfte. Das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du jahrelang auf etwas hingearbeitet hast und es dann einmal erreichen darfst. Das ist wirklich geil. Allerdings, es ändert sich nicht wirklich viel. Das klingt jetzt total traurig und das ist es aber gar nicht. Eigentlich ist es auch total geil, weil unser Leben war vorher auch toll und ich brauche auch keinen goldenen Wasserhahn und ich brauche auch nicht mehr Geld. Also natürlich verdienst du mit einem Album dann vielleicht mehr Geld, wenn es etwas mehr Alben verkauft, aber wir haben ja, wie ihr wisst, das ganze Geld sowieso in die Book of Fire Tour gesteckt, um sie dann nicht spielen zu dürfen. Das heißt, uns geht es ja jetzt nicht anders als vorher. Und uns ging es vorher auch schon gut. Also wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, wir sind glücklich, alles ist toll. Genau. Ich werde sowieso grundsätzlich eigentlich nicht auf der Straße erkannt und das finde ich auch total geil. Martin dagegen natürlich wegen seiner Frise viel öfter. Aber das ist für mich tatsächlich auch nicht erstrebenswert, ehrlich gesagt. Also ich freue mich, wenn ich irgendwo einen Fan treffe, der sagt, hey, ich kenne dich, ich mag dich, du machst tolle Musik, dann freue ich mich sehr. Aber es ist auch völlig okay, wenn man nicht den ganzen Tag irgendwie angesprochen wird. Also warum? Das braucht man nicht. Genau, und ja, also tatsächlich hat sich im Denken für mich ein bisschen was verändert. Es ist so, ich habe schon als Kind immer gedacht, wenn ich das erste Mal auf dem Titelbild einer Schlagzeugerzeitschrift bin, wenn ich das erste Mal Platz 1 bin, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich wahrscheinlich Multimillionär und brauche mir nie wieder in meinem Leben Gedanken zu machen. Und das ist Quatsch. Man macht sich die gleichen Gedanken wie vorher, man hat die gleichen Sorgen, die gleichen Freuden. Es ist halt eigentlich ja nur ein Podest, den man erreicht hat. Es ist so, wie als würdest du einmal den ersten Platz bei einem Marathon machen. Das ist alles super toll und du weißt dann halt auch, wofür du gearbeitet hast, aber es ist jetzt ja nicht, dass du danach ein anderer Mensch bist, ein anderes Leben führst oder irgendwas anderes ist. Ein paar mehr Menschen sind einem gegenüber etwas wertschätzender, was ich allerdings auch Schwachsinn finde, weil tatsächlich bin ich entweder wertschätzend zu einem Menschen, weil ich ihn kenne oder mag oder seine Musik mag, aber nicht, weil er auf Platz 1 war oder nicht. Ich finde das allerdings manchmal ganz schön, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, war es vorher mal so, ja, ich spiele bei Mono Inc. und dann war immer, wo? Wer ist das? Und jetzt ist es tatsächlich schon öfter mal so, dass mal jemand sagt, oh, habe ich schon mal gehört, stimmt, ihr wart mal in den Charts. Also tatsächlich, ja, es ändert sich nicht wirklich viel, das muss es aber auch nicht und trotzdem sind wir euch unfassbar dankbar, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, dass wir gemeinsam das einmal erreichen durften. Die nächste Frage kommt von Janek Friesel. Er möchte wissen, ich wollte wissen, warum ihr auf der aktuellen Tour nicht Warriors spielt und ob Martin Gesangsunterricht hatte. Von welcher aktuellen Tour sprichst du? Im Moment sitzen wir in Einzelhaft, in Ekel-Einzelhaft und langweilen uns zu Tode. Also, falls du die The Book of Fire Tour meinst, die wir irgendwann fortsetzen werden, heißt das nicht, dass wir den Song nicht im Set haben. Wir haben in Münster und Köln 2 Konzerte gespielt und ganz am Anfang einer Tour probiert man noch ein bisschen rum.
Es gibt einige Songs, die wir da auf der Warteliste haben. Und wir haben dann gesagt, irgendwie mehr als 2 Stunden wollen wir den Fans nicht antun. Und haben den Song da erst noch nicht im Set gehabt, aber das hat überhaupt nichts zu sagen. So, Steffi Buschkemper fragt, ich würde gerne wissen, ob es für euch einen ganz speziellen Konzertmoment gibt, den ihr persönlich nicht vergessen werdet. Vielleicht, weil er ganz besonders schön oder schrecklich oder lustig war. Ja, da fragen wir doch mal den Herrn Antoni. Ganz besondere Momente in der Bandgeschichte. Oh ja, da gibt es einiges. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen sollte, weil es fängt ja schon im Kleinen an. Also als man dann so auf eigenen Füßen stand und immer größer wurde, der erste Nightliner und einen eigenen Fahrer und dann wurden verschiedene Essen für uns gekocht und immer mehr Licht kommt auf die Bühne und dann denkt man so, das ist ja der Wahnsinn, was sich hier so entwickelt. Oder ich erinnere mich daran, wo wir unseren ersten riesen Support-Act gespielt haben und in Arenen waren. Da habe ich gedacht, was ist das für ein Anblick und so viele Leute, das ist ja Wahnsinn, wie das aussieht. Habe auf der anderen Seite dann allerdings auch gemerkt, irgendwie ist es egal, ob du in Hamburg spielst, in Berlin oder in München, das sieht immer gleich aus und man verliert so ein bisschen so den Bezug zu den Leuten, zu den Fans. Und das fand ich auf der einen Seite natürlich sehr schön, diese Perspektive und die Masse an Leuten, weil das sah geil aus und das war beeindruckend. Auf der anderen Seite hat mich das aber auch irgendwie abgetürnt, weil ja, bei diesen Clubshows sieht man halt irgendwie die Leute und man hat irgendwie mehr einen Bezug dazu. Und ich weiß jetzt auch, warum riesige Acts immer noch so Geheimkonzerte spielen, weil es einfach ein ganz anderes Feeling ist. So, das war auch ein besonderer Moment für mich, den ich da erfahren habe, wo ich für mich daraus gelernt habe. Ansonsten finde ich Dinge super, die nicht geplant waren, so, die quasi aus Eigeninitiative, aus irgendeinem Grund entstanden sind. Also als Beispiel kann man da nehmen Children of the Dark. Da habt ihr dann auf einmal wie die Wilden mitgesungen im Chor und da habe ich gedacht, wow, das ist ja eine Riesenhymne und das hat mich dann irgendwie total gekickt. So, weil man nicht damit gerechnet hat. Und dann habe ich so gedacht, naja, gut, auf eigener Tour, das kennen halt auch die Leute. Ich bin mal gespannt, wie das auf dem Festival ist. Und wir haben ja große Festivals gespielt. Mera Luna, Wacken. Und gerade beim Wacken zum Beispiel, wo man schon davon ausgehen kann, dass das vielleicht nicht jeder kennt, da haben die Leute trotzdem alle mitgesungen, Children of the Dark. Und da habe ich gedacht, wow, das ist der Wahnsinn. Und das kickt einen dann richtig während der Show. Und das sind dann diese besonderen Momente, die kann man nicht kaufen. Ne? Die passieren dann einfach und die sind ungeplant. Die nächste Frage kommt von Dieter Großheim. Hi Dieter, alter Kupferstecher. Hey Martin, was mich schon immer interessierte, mit der doch auffälligen Frisur wird man da schon mal im normalen Leben, zum Beispiel im Baumarkt, wie kommst du auf Baumarkt, schon mal komisch angeschaut. Ja, ich wurde sehr viel komisch angeschaut. Aber ich habe immer gedacht, ey, ist ja schön, wenn du mich jetzt spannend findest, aber du siehst ja selber scheiße aus und ich starre dich deswegen nicht an. Also zum Beispiel. Oder ganz besonders krass war das immer in Thailand, in unserem zweiten Zuhause, wo die Leute sagen, nice hair. Ich habe mich daran gewöhnt. Und irgendwie war das ja auch mein Markenzeichen, als Mono Inc. noch keiner kannte und ich von der Bühne runtergekommen bin, wussten die Leute immer sofort, das ist der Typ mit dem Iro, das ist der Sänger von Mono Inc. Da ich selber ja nur 1,75 groß bin, also knapp über eine Bierkiste, hätten mich die Leute sonst gar nicht wahrgenommen oder gesehen. Und über die Jahre habe ich mich daran gewöhnt. Allerdings, mal gucken, wie lange der Iro noch hält. So, nächste Frage kommt von Marcells Fliegerwelt. Nach dem Nummer 1 Album, was sind jetzt eure Ziele? Frau Mia. Ja,
berufliche Ziele nach der Nummer 1 ist irgendwie schwierig. Ich finde das ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen, weil wir immer gesagt haben, wir wollen das irgendwie gerne mal erreichen mit der Nummer 1, wäre ja geil, das haben wir jetzt. Und es ist jetzt Quatsch zu sagen, nächstes Mal wollen wir gerne 5 Wochen auf die 1 oder sowas. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Mir ist da sehr wichtig, dass wir jetzt endlich gemeinsam mit den Leuten, die uns diese Nummer 1 beschert haben oder die uns mit uns gemeinsam das Ganze erreicht haben, mit denen auch wirklich diese passende Tour dazu zu feiern. Und es tut irgendwie weh, dass wir das gerade nicht machen können. Und da freue ich mich wirklich drauf. Es ist mein Ziel, wenn wir dann hoffentlich Ende des Jahres endlich gemeinsam zusammen feiern können, was wir da erschaffen haben. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das ganze Mono-Ink-Gefüge weiterhin als Familie so weiter besteht und wir zusammen weiterhin verfolgen, was wir eigentlich schon immer wollten. Also so together till the end mäßig, dass wir halt alle gemeinsam weiterhin an einem Strang ziehen und somit dann erreichen können, was alle für unmöglich gehalten haben. Joanne Strom aus Alpine, Kalifornien hat uns eine Frage gestellt. Joanne, I answer your question in German and you please find the subtitles in our channel. Sie fragt, ob wir Pläne haben, in die USA zu kommen, um dort eine Tournee zu spielen. Diese Pläne haben wir schon lange, haben wir immer wieder hinten angeschoben. Die Umstände haben sich immer wieder geändert, aber dieses Jahr sollte es erstmals soweit sein, in Verbindung mit Konzerten in Mexiko. Wenn man schon mal drüben ist, wenn man schon mal über den großen Teich geflogen ist, dann ist es von Mexico City nicht mehr so besonders weit nach Los Angeles. Und wenn man von Los Angeles dann die ganze Küste hochfährt oder die ganze Ostküste wieder runter, dann hätte man was machen können. So wird sich das alles nochmal wieder verzögern. Es ist aber nicht aufgeschoben. Wir wollen es auf jeden Fall irgendwann angehen. So, die nächste und für heute erstmal letzte Frage, glaube ich, ist von Adriana Theron. Ich hoffe, das spricht man so aus Mexiko, und sie fragt, are you considering including Mexico in your tour? Yes, genau, das haben wir auch schon vorgehabt. Es gab sogar schon Daten für Mexiko, die sollten veröffentlicht werden, und dann kam dieses Ding, Corona, und auf einmal tickten alle aus und so. Also ja, wir wären dieses Jahr schon bei euch gewesen, aber nun ist es verschoben. Ich weiß nicht auf wann, aber ich könnte mir vorstellen, wenn die Welt wieder normal läuft, dass das nächstes Jahr der Fall ist. Und ich hoffe, dass du dann kommst und deine ganzen Freunde mitbringst, weil ich habe auch echt keine Lust, nach Mexiko zu kommen und dann stehen da irgendwie 5 Leute. Bis hoffentlich bald, ihr Lieben. Bleibt alle gesund, bleibt vor allem positiv und gut gelaunt. Ich drücke euch. Ja, liebe Freunde, das war's schon wieder. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, bis wahrscheinlich zum nächsten Mal, hoffentlich. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut, auf Wiedersehen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lieben, ich verabschiede mich. Ich danke euch fürs Zuhören. Danke euch für euren großartigen Support. Und haltet mal die Augen offen. Es kommt in den nächsten Tagen eine neue Single von Mono Ink auf den Markt, gepaart und gefolgt von einem netten Video und einem wunderschönen T-Shirt. Support your artists. Wir danken euch, wünschen euch einen wunderschönen Abend. Alles Liebe und bis bald.